Es ist Samstag. Heute war ein sehr entspannter Tag. Und es gibt eine Sache im Garten bei uns, die mich heute sehr inspiriert hat. Normalerweise ist es meine Aufgabe, im Garten den Rasen zu mähen und die Hecke zu schneiden. Das sind so die zwei Hauptsachen, die ich bei uns im Garten mache. Und wir haben gerade Gäste zu Besuch aus Schweden und einer von beiden hat mich gefragt, sag mal, was ist denn das hier für eine Pflanze in dem Garten hier? Und ich wusste nicht, welche Pflanze das ist, erinnerte mich aber, dass es eine App gibt, mit der man Pflanzen bestimmen kann. Die habe ich runtergeladen und habe nur ein Bild gemacht von der Pflanze und sofort habe ich eine Antwort bekommen. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, einfach mal zu suchen, wie viele verschiedene Pflanzenarten es in unserem Garten gibt. Und wir haben, bevor ich das angefangen habe, alle geraten, wie viele Pflanzenarten ich wohl finden würde. Einer sagte 20, jemand anders sagte 30, jemand anders sagte 40. Und nachdem ich das gemacht hatte, stellte sich heraus, dass wir 139 verschiedene Pflanzenarten in unserem Garten haben. Und das mich herausgefordert hat, war der Gedanke, dass die einzigen Pflanzen, die mir präsent waren, die ich wahrgenommen habe, war der Rasen und abstrakt die Hecke. Aber all diese anderen Pflanzen waren die ganze Zeit da. Und irgendwie habe ich sie nicht wahrgenommen. Und dann habe ich mich gefragt, wie viele Details in meinem täglichen Leben übersehe ich möglicherweise jeden Tag, weil ich in meiner Routine bin, weil ich immer den gleichen Ablauf habe und so viele andere Dinge, die vielleicht schön sind, die großartig sind um mich herum, nehme ich gar nicht wahr. Welche Menschen um mich herum nehme ich möglicherweise nicht wahr, die tagtäglich um mich herum sind, denen ich begegne, weil ich nur so fokussiert bin auf die eine Sache, die ich gerade mache. Ich habe auch nachgedacht über diesen beständigen Impuls, den ich habe, zu reisen und irgendwo was anderes zu sehen, rauszukommen. Und in der Corona-Krise ist das nur schwer möglich und nur sehr begrenzt möglich. Und ich habe schon angefangen gemacht, in diesen Sommerferien eigentlich die Erfahrung zu machen, dass es eigentlich auch ganz viele tolle Sachen in meiner direkten Umgebung gibt, die ich davor nicht richtig wahrgenommen habe. Aber das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, wo ich dachte, ich möchte einfach aufmerksamer, wachsamer mit dem umgehen, was ich jeden Tag um mich herum habe und das genießen und mich daran freuen.